Geschichte 1. Dubai-Update vor dem Urlaub. Tom, kannst du kurz kommen? Ich habe Dubai-News gesehen. Klar, was ist los? Es gibt Pläne, dass Dubai den großen Flughafen später nach DWC verlagern will. Echt? Also DXB bleibt noch, aber später soll sich viel ändern? Ja, und ich finde das spannend, weil wir ja bald hinfliegen. Ich auch. Aber sag mal, wir müssen jetzt entscheiden, wo wir wohnen wollen. Ich möchte nah an der Metro sein, damit wir nicht jeden Tag im Stau stehen. Stimmt. Dubai sieht glam aus, aber Verkehr kann nervig sein. Und jetzt kommt das Verrückte, es soll bald fliegende Taxis geben, die man über eine App buchen kann. Was? Wie ein Uber? Nur in der Luft? Genau, stell dir vor, wir landen am Flughafen und können direkt zur Palm fliegen. Okay, das klingt cool, aber das muss doch mega teuer sein. Vielleicht, aber wir müssen es ja nicht sofort buchen. Ich will nur, dass wir einen Plan haben. Gut, wenn es zu teuer ist, nehmen wir Metro und Taxi wie normale Menschen. Deal. Und ich habe noch eine Idee, damit es spannender wird. Jeder plant eine Überraschung in Dubai. Oh oh, und wir dürfen nur bis 50 Euro ausgeben? Ja, sonst eskaliert das Budget. Okay, dann plane ich etwas mit Aussicht. Aber du musst versprechen, nichts Superteures zu buchen. Ich verspreche es. Naja, ich kann es versuchen. Das klingt nicht sicher. Doch, wenn ich schwach werde, stoppst du mich. Abgemacht. Und heute Abend sollten wir noch Tickets checken, damit wir stressfrei starten. Ja, und dann freuen wir uns einfach. Dubai, wir kommen. Geschichte 2. Erster gemeinsamer Urlaub. Hast du schon gepackt? Fast. Ich weiß noch nicht, was ich alles einpacken soll. Ich habe eine Liste gemacht, damit wir nichts vergessen. Gute Idee. Ich packe immer zu viel ein, weil ich Angst habe, etwas zu vergessen. Wir dürfen nur 20 Kilo Gepäck mitnehmen. Deshalb müssen wir etwas aufpassen. Stimmt. Ich nehme nur 2 Paar Schuhe mit. Mehr brauche ich nicht. Sehr gut. Hast du an deine Badehose gedacht? Oh nein! Gut, dass du es sagst. Die hätte ich fast vergessen. Siehst du? Deshalb ist die Liste wichtig. Ich freue mich sehr auf die Reise. Es ist unser erster Urlaub zusammen. Ich auch. Ich bin nur ein bisschen nervös, weil wir noch nie so lange zusammen weg waren. Das verstehe ich. Aber wir verstehen uns gut. Es wird schön. Hoffentlich. Ich möchte, dass wir eine entspannte Zeit haben. Die werden wir haben. Wir können morgens die Stadt besichtigen. Nachmittags gehen wir an den Strand. Gute Idee. So können wir beides machen. Ich habe nur etwas Sorge wegen des Geldes. Wir wollen ja nicht zu viel ausgeben. Keine Angst. Wir haben genug gespart. Das Hotel war günstig und Frühstück ist inklusive.
Stimmt, dann müssen wir morgens nichts extra bezahlen. Genau. Wir können auch ein Picknick machen, wenn wir Geld sparen wollen. Gute Idee. Und wir sollten vorher den Busplan prüfen, damit wir nicht lange warten. Ja, das kann Zeit sparen. Ich lade die App herunter, um die Zeiten zu sehen. Perfekt. Ich kümmere mich um die Tickets. Wir müssen sie heute noch online buchen. Gut, dass du daran denkst, sonst werden sie vielleicht teurer. Genau. Ich bin froh, dass wir alles zusammen planen. Ich auch. Und wenn etwas schief geht, können wir es gemeinsam lösen. Richtig. Wir dürfen uns nicht zu viele Sorgen machen. Nein, wir sollen den Urlaub einfach genießen. Da hast du recht. Ich bin glücklich, dass wir das zusammen machen. Ich auch. Das wird ein schönes Abenteuer für uns. Geschichte 3. Vergessener Jahrestag. Paul, weißt du, welcher Tag heute ist? Dienstag? Warum? Heute ist unser Jahrestag. Oh nein, wirklich? Das habe ich vergessen. Ja, und ehrlich gesagt tut das weh. Es tut mir leid, ich war so beschäftigt bei der Arbeit. Deshalb habe ich nicht daran gedacht. Ich verstehe, dass du viel Stress hast, aber dieser Tag ist mir wichtig. Du hast recht, ich hätte daran denken müssen. Ich wollte dich nicht daran erinnern, weil ich dachte, du weißt es selbst. Das verstehe ich. Ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Ich bin nicht wütend. Ich bin nur enttäuscht. Danke, dass du so ruhig bleibst. Ich möchte es wieder gut machen. Wie denn? Wir können morgen Abend essen gehen. Ich reserviere einen Tisch. Das klingt schön. Und ich will dir etwas Persönliches schenken. Nicht nur Blumen. Das musst du nicht. Mir ist wichtiger, dass du dir Zeit nimmst. Das werde ich tun. Ich sollte mir das Datum im Kalender markieren, damit es nicht wieder passiert. Ja? Das wäre gut. Ich weiß, dass Vertrauen auch mit kleinen Dingen beginnt. Genau. Es geht nicht um Geschenke. Es geht um Aufmerksamkeit. Danke, dass du mir noch eine Chance gibst. Natürlich. Wir machen Fehler. Wichtig ist, wie wir damit umgehen. Ich verspreche dir, nächstes Jahr plane ich etwas Besonderes. Das hoffe ich. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Geschichte 4. Stress bei der Arbeit. Ich bin total fertig heute. Was ist passiert? Es war so viel los im Büro. Ich hatte kaum Pause, weil ständig neue Aufgaben kamen. Das klingt anstrengend. Mein Chef hat mir kurz vor Feierabend noch ein Projekt gegeben. Deshalb musste ich länger bleiben. Das ist unfair. Du solltest auch mal pünktlich gehen dürfen. Ich weiß, aber ich will keinen schlechten Eindruck machen. Trotzdem, du musst auf dich achten.
Deine Gesundheit ist wichtig. Ich habe sogar Kopfschmerzen. Dann solltest du dich ausruhen. Ich koche heute, damit du entspannen kannst. Das ist lieb von dir. Du kannst dich aufs Sofa legen. Ich bringe dir Tee. Danke. Manchmal habe ich Angst, dass ich nicht gut genug bin. Das stimmt nicht. Du arbeitest sehr hart. Ich habe nur das Gefühl, dass es nie reicht. Vielleicht solltest du mit deinem Chef sprechen. Meinst du? Ja, du kannst sagen, dass du klare Prioritäten brauchst. Das ist schwer für mich. Ich weiß, aber du musst nicht alles allein schaffen. Danke, dass du mich unterstützt. Immer. Und heute Abend darfst du einfach nichts tun. Wirklich? Ja, wir können einen Film schauen und früh schlafen gehen. Das klingt perfekt. Morgen sieht alles schon besser aus. Hoffentlich. Ich bin froh, dass ich dich habe. Ich bin auch froh, dass wir uns haben. Geschichte 5. Mehr Nachrichten und Anrufe. Jens, können wir kurz reden? Klar, was ist los? Es geht um unsere Nachrichten. Ich fühle mich manchmal unsicher, weil du dich tagsüber selten meldest. Echt? Das war mir nicht bewusst. Gestern habe ich dir geschrieben. Du hast erst abends geantwortet. Ja, mein Akku war leer. Deshalb konnte ich nicht antworten. Ich verstehe das, aber ich mache mir Sorgen, wenn ich nichts höre. Das wollte ich nicht. Ich möchte, dass wir etwas mehr Kontakt haben. Nicht ständig, nur ein kleines Zeichen. Meinst du, ich soll dir öfter schreiben? Nur, wenn es für dich passt. Ich will dich nicht kontrollieren. Nein, so sehe ich das nicht. Ich kann dir in der Mittagspause schreiben. Das würde mich freuen. Manchmal bin ich im Meeting. Dann darf ich nicht aufs Handy schauen. Das ist okay. Du musst nicht sofort antworten. Gut, dann schreibe ich dir kurz, damit du weißt, dass alles gut ist. Genau, das gibt mir ein gutes Gefühl. Ich wusste nicht, dass dich das so beschäftigt. Ich wollte es dir sagen, weil Kommunikation wichtig ist. Da hast du recht. Ich möchte, dass du dich sicher fühlst. Danke. Und ich werde auch entspannter bleiben. Wir können auch abends telefonieren, wenn wir Zeit haben. Das klingt schön. Gut, dann machen wir das so. Danke, dass du zuhörst. Emma. Geschichte 6. Freunde oder Zeit zu zweit. Ben, ich möchte etwas ansprechen. Klar, sag ruhig. In letzter Zeit bist du oft mit deinen Freunden unterwegs. Ich fühle mich etwas allein, weil wir wenig Zeit zu zweit haben. Oh, das war nicht meine Absicht. Ich weiß, aber es ist mir wichtig.
Ich treffe meine Freunde gern, aber du bist mir genauso wichtig. Das freut mich. Trotzdem wünsche ich mir feste Paarzeit. Wir können einen Abend pro Woche nur für uns planen. Ja, vielleicht Freitag. Gute Idee. Dann kann ich Samstag etwas mit den Jungs machen. Das klingt fair. Ich habe nicht gemerkt, dass es dich so stört. Ich wollte keinen Streit. Du sollst immer ehrlich sein. Nur so können wir Lösungen finden. Danke. Wir können auch manchmal alle zusammen etwas machen, damit du dich nicht ausgeschlossen fühlst. Das wäre schön. Und wenn du Zeit mit deinen Freundinnen brauchst, ist das auch okay. Ja, das ist wichtig. Beziehungen brauchen Balance. Genau, wir müssen aufeinander achten. Ich will, dass du dich geliebt fühlst. Das tue ich. Ich wollte nur mehr gemeinsame Zeit. Ab jetzt planen wir bewusster. Danke. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Geschichte 7. Über Intimität sprechen. Martin, können wir über etwas Persönliches sprechen? Natürlich. Was beschäftigt dich? Es geht um unsere Nähe. Ich habe das Gefühl, dass wir weniger Zeit dafür haben. Meinst du körperliche Nähe? Ja, ich bin oft müde, weil mein Job gerade stressig ist. Ich verstehe das. Trotzdem vermisse ich unsere gemeinsamen Momente. Das tut mir leid. Es liegt nicht an dir. Ich hatte kurz Angst, dass ich etwas falsch mache. Nein, wirklich nicht. Ich möchte, dass du dich nicht zurückgewiesen fühlst. Danke. Mir ist wichtig, dass wir offen sprechen. Vielleicht sollten wir bewusst Zeit einplanen. Ja, wir können am Wochenende früher ins Bett gehen. Oder zusammen kochen, damit wir entspannt sind. Gute Idee. Manchmal brauche ich einfach mehr Ruhe, um mich wohlzufühlen. Das verstehe ich. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Danke, und ich will auch aktiver daran arbeiten. Wir können kleine Rituale einführen. Zum Beispiel jeden Abend 10 Minuten nur für uns. Ja, ohne Handy. Genau. Ich finde es gut, dass wir ehrlich sind. Ich auch. So bleibt unsere Beziehung stark. Und wenn wir merken, dass etwas fehlt, sprechen wir sofort darüber. Abgemacht. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Geschichte 8. Besuch bei der Familie. Ich bin nervös wegen morgen. Wegen meiner Eltern? Ja, ich habe Angst, dass ich etwas falsch mache. Du brauchst keine Angst zu haben. Meine Eltern sind freundlich. Trotzdem, es ist mir wichtig, weil du mir wichtig bist. Das verstehe ich.
Du kannst einfach du selbst sein. Soll ich etwas mitbringen? Blumen vielleicht? Du kannst Blumen mitbringen, aber du musst nicht. Und was soll ich anziehen? Etwas, worin du dich wohlfühlst. Es muss nichts Besonderes sein. Wie begrüße ich deine Eltern? Du kannst ihnen die Hand geben oder sie umarmen. Gut, ich möchte einen guten Eindruck machen. Das wirst du. Sie freuen sich schon, dass sie dich kennenlernen. Wirklich? Ja, ich habe viel von dir erzählt, weil ich stolz auf dich bin. Das ist süß. Und wenn du dich unwohl fühlst, können wir früher gehen. Danke, das beruhigt mich. Du musst nicht perfekt sein. Ich weiß. Ich will nun nichts Falsches sagen. Mein Vater redet gern über Sport. Darüber kannst du mit ihm sprechen. Gute Idee. Und meine Mutter kocht gern. Du kannst ihr ein Kompliment machen. Das schaffe ich. Sie werden dich mögen, denn du bist herzlich und ehrlich. Danke, dass du mich unterstützt. Immer. Wir schaffen das zusammen. Geschichte 9. Wie klappt das Zusammenwohnen? Tim, ich hab nachgedacht. Wollen wir zusammenziehen? Wirklich? Das wäre schön. Ja, ich möchte, dass wir den nächsten Schritt gehen. Ich auch, aber wir sollten vorher über Regeln sprechen. Genau, zum Beispiel über die Hausarbeit. Wir können die Aufgaben teilen. Ich koche gern. Du könntest dafür öfter putzen. Das kann ich machen. Und wir müssen über Geld sprechen. Ja, wir teilen die Miete, damit es fair bleibt. Einverstanden. Wir könnten auch ein gemeinsames Konto eröffnen. Gute Idee. So behalten wir den Überblick. Mir ist wichtig, dass wir trotzdem Freiraum haben. Das sehe ich auch so. Jeder darf Zeit für sich haben. Und wenn Freunde kommen, sprechen wir es vorher ab. Ja, ich möchte nicht überrascht werden. Verstehe ich. Ich bin ordentlich. Ich fühle mich besser, wenn alles sauber ist. Dann muss ich mich etwas anpassen. Und ich lerne, entspannter zu sein. Das klingt fair. Ich freue mich schon. Ich auch. Zusammenwohnen bedeutet Verantwortung. Ja, aber wir können viel voneinander lernen. Und wir dürfen Fehler machen. Wichtig ist nur, dass wir reden. Genau. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Geschichte 10. Sparen oder ausgeben. Leon, wir müssen über unser Geld sprechen. Okay, ist etwas passiert? Du hast dir letzte Woche ein neues Handy gekauft. Ja, ich wollte es schon lange haben.
Ich verstehe das, aber wir wollten sparen, weil wir umziehen möchten. Stimmt. Ich habe nicht genug darüber nachgedacht. Ich sage nicht, dass du nichts kaufen darfst. Trotzdem war es vielleicht zu spontan. Genau, wir sollten ein Budget festlegen. Gute Idee. Wir können jeden Monat einen festen Betrag sparen. Und einen kleinen Teil für Spaß ausgeben. Das klingt fair. Ich möchte, dass wir beide sicher planen. Ich auch. Ich will nicht, dass du dir Sorgen machst. Manchmal habe ich Angst, wenn wir zu viel ausgeben. Das verstehe ich. Wir können eine Liste machen, damit wir unsere Ziele sehen. Ja, dann wissen wir genau, wofür wir sparen. Ich muss lernen, weniger spontan zu kaufen. Und ich kann lernen, etwas lockerer zu sein. Wir finden einen Mittelweg. Genau, wir sind ein Team. Ab jetzt sprechen wir vorher darüber, wenn es um größere Ausgaben geht. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Mir auch. Danke, dass du das ernst nimmst. Natürlich. Unsere Zukunft ist wichtig. Dann schaffen wir das zusammen. Geschichte 11. Eifersucht und Grenzen. Felix, ich möchte etwas Ehrliches sagen. Klar. Was beschäftigt dich? Es geht um deine Kollegin Anna. Ich fühle mich manchmal unsicher, wenn du von ihr erzählst. Wirklich? Das war mir nicht bewusst. Ihr schreibt oft. Und ihr wart letzte Woche zusammen essen. Ja, aber das war beruflich. Ich weiß. Trotzdem werde ich eifersüchtig, weil ich Angst habe, dich zu verlieren. Du musst keine Angst haben. Für mich bist nur du wichtig. Ich vertraue dir, aber meine Gefühle sind trotzdem da. Danke, dass du ehrlich bist. Ich wollte nichts sagen, damit es keinen Streit gibt. Nein, du sollst darüber sprechen. Nur so können wir Vertrauen stärken. Vielleicht kannst du mir einfach vorher sagen, wenn ihr euch trefft. Das kann ich machen. Und vielleicht kann ich sie mal kennenlernen. Gute Idee. Dann siehst du selbst, dass es nur Freundschaft ist. Das würde mir helfen. Ich will, dass du dich sicher fühlst. Danke. Ich arbeite auch an meiner Eifersucht. Eifersucht ist normal, solange man offen spricht. Genau. Ich möchte nicht kontrollierend sein. Das bist du nicht. Gut, dann vertrauen wir einander. Ja, und wenn dich etwas stört, sag es sofort. Das mache ich. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Geschichte 12. Eine kleine Lüge. Jakob, ich muss dich etwas fragen. Was ist los? Du hast gesagt, du hattest ein Meeting.
Aber ich habe gehört, dass du mit Freunden unterwegs warst. Ja, das stimmt. Warum hast du mich angelogen? Ich hatte Angst vor deiner Reaktion, deshalb habe ich nicht die Wahrheit gesagt. Ich bin nicht traurig, weil du mit Freunden warst. Ich bin traurig, weil du gelogen hast. Das verstehe ich. Vertrauen ist wichtig. Ohne Vertrauen können wir keine stabile Beziehung haben. Du hast recht. Ich hätte ehrlich sein müssen. Genau, du hättest einfach sagen können, dass du Zeit mit ihnen brauchst. Ich weiß, ich wollte keinen Konflikt. Aber jetzt haben wir einen größeren Konflikt. Stimmt, es tut mir wirklich leid. Ich brauche Zeit, damit ich wieder Vertrauen aufbauen kann. Ich verstehe das. Ich will dein Vertrauen zurückgewinnen. Dann sei ab jetzt ehrlich, auch wenn es schwierig ist. Das verspreche ich. Ich gebe dir noch eine Chance, weil du mir wichtig bist. Danke. Ich werde zeigen, dass ich es ernst meine. Ehrlichkeit ist die Basis. Ja, und ich möchte, dass wir stark bleiben. Dann arbeiten wir beide daran. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Geschichte 13. Fernbeziehung oder Neuanfang? Emma, ich habe ein Jobangebot bekommen. Wirklich? Das klingt spannend. Ja, es ist in München. München? Das ist weit weg. Ja, ich möchte die Stelle annehmen, weil es eine große Chance ist. Ich verstehe das, aber was bedeutet das für uns? Das frage ich mich auch. Wann müsstest du anfangen? In 3 Monaten. Das ist bald. Ja, ich habe Angst, dass du nicht mitkommen willst. Ich bin überrascht, aber nicht dagegen. Wirklich? Ja, wir können gemeinsam überlegen, was möglich ist. Du würdest umziehen? Vielleicht. Ich muss prüfen, ob ich dort Arbeit finde. Klar, du sollst nichts aufgeben, wenn du es nicht willst. Danke. Mir ist wichtig, dass wir zusammenbleiben. Das ist mir auch wichtig. Wir könnten es für 2 Jahre versuchen. Genau. Und wenn es nicht passt, können wir zurückkommen. München ist eine schöne Stadt. Vielleicht gefällt es uns dort. Ich hoffe es. Ich sehe das als neues Kapitel. Danke, dass du so offen bist. Beziehungen bedeuten Teamarbeit. Ja, und wir sind ein gutes Team. Das finde ich auch. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Bevor ihr geht, hier sind noch ein paar nützliche deutsche Wörter aus der heutigen Folge. Sie sind für A2-B1-Niveau und helfen euch, euren Wortschatz zu erweitern. Übt sie
und schreibt uns euren Favoriten in die Kommentare.